Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei Malik, habe Maria mit dabei, weil sie muss auch was lernen, wie das ganze Warehouse-Management-System von JTL funktioniert. Und Malik möchte gerne JTL WMS in seinem Lager einrichten lassen, von uns natürlich. Und das Erste, was wir machen, ist natürlich die Lagerplanung. Wir planen gemeinsam das Lager, wie wir das Ganze aufbauen, weil wir haben dreistöckig hier, das zeigen wir später im Video. Und wir fangen mit den Lagerplätzen an. Wir haben jetzt nicht klassische Artikel, die jetzt einfach mit der Hand zu picken ist, sondern hier muss man wirklich mit einer Ameise dran gehen. Ja? Und wir haben hier ein dreistufiges Lager. Bedeutet, wir haben jetzt einmal den Boden, die erste Ebene, die zweite Ebene. Normalerweise ist das so, dass ihr, wenn ihr kommissioniert, dass es immer wie soll ich sagen, dass der Kommissionierer nicht nach unten und nach oben muss, ja, weil das ist relativ schwierig. Man sagt normalerweise, dass unten der Bereich der Nachschubbereich ist und oben der Bereich der Nachschubbereich. Und da, wo der Kommissionierer leicht hinkommt, da wird letztendlich gepickt. In seinem Fall ist es anders, weil er Sperrgut hat. Du hast Sperrgut, oder? Genau. Das heißt, alles geht über Paletten raus. Korrekt. Das bedeutet, du gehst mit der Ameise und ist es dir denn persönlich egal, ob du von unten, von der Mitte, von oben oder ist es für dich auch angenehmer, wenn du beispielsweise sagst, ich möchte von unten aus picken? Das ist bei uns relativ egal, weil wir bekommen die Aufträge direkt von unserem Lieferanten. Und das kann dann halt wirklich sein, ob das jetzt ganz oben ist, in der Mitte ist, links ist, rechts ist, also das spielt keine Rolle. Das heißt, von unserer Seite aus spielt das absolut Also keine bei euch ist ganz klar eine chaotische Lagerhaltung. Korrekt. Ja, das heißt, es ist chaotisch, man kann das nicht Sorten reinmachen. Nein, ja? unmöglich. Das macht bei dem keinen Sinn, es Sorten reinzumachen. Bei manchen macht es Sinn, also wenn das beispielsweise, was habt ihr denn für Aufträge? Also bei uns ist es so, wir bieten momentan, also gerade am Anfang dieses Fulfillment-Lager an, für andere auch, nicht nur für uns. Du kennst ja die ganze Geschichte hinter dem, was wir machen. Und wir picken sozusagen für die Lieferanten die Aufträge raus. In dem Fall haben wir halt einen großen Lieferant, wo halt jetzt wirklich viel Sperrgut dabei ist. Und ja, wir lagern und kommissionieren, tun bereitstellen, aufbereiten die Geräte. Also wirklich komplett alles, was mit Fulfillment zu tun hat. Okay, wir versuchen natürlich das so aufzubereiten, dass man nicht nach ersten Stock, Erdgeschoss und Untergeschoss hinrennen muss, sondern wir versuchen halt die Aufträge, das kannst du ja ungefähr abschätzen, wann was rausgeht, die Aufträge natürlich im Erdgeschoss zu lassen, auch versuchen, die in einem Lagerbereich zu setzen, ja, weil sonst ist das ein Hin- und Hergelaufe, was keinen Spaß macht. Was wir machen ist, wir erstellen über JTL die Lagerplätze und bekleben das Ganze, ja, damit wir die chaotische Lagerhaltung auch führen können. Das heißt, man weiß ganz genau, auf diesem Platz liegt dieser Artikel und das wird dann über die Handy-App gezeigt. Das heißt, wir machen eine chaotische Lagerverwaltung, aber kurz zur Erklärung, wie würde ich diese Lagerplätze deklarieren? Wir haben jetzt hier eine Regalreihe, fangen wir mal hier an. Als Beispiel jetzt, ja, man fängt immer mit der ersten Regalreihe an und sagt beispielsweise, das ist die A-Reihe. Dann wäre die nächste Reihe beispielsweise die B-Reihe. Ja? Und dann sagen wir A, also Regal A, das ist sozusagen A1, 0 für unten. Dann A1, 1 für die erste Reihe. A1, 2 für die zweite Reihe hier. Das heißt, wir fangen von 0 an, 1, 2 nach oben. Und das Gute bei JTL ist, macht bei Malik wenig Sinn, aber wir können Sortierreihenfolgen hinterlegen. Aber bei den Sortierreihenfolgen immer darauf aufpassen, dass man in 10er oder 100er Schritten geht, damit man, wenn ein Regal dazu kommt, immer was reinstecken kann. Ich denke, das war gut erklärt. Oder hast du da noch Rückfragen zu den Lagerplätzen? Also Regalreihe A, Platz 1, Boden 0. Genau. Platz 1, Mitte 1. Genau. Also Seriennummern, MHD und Charge kann man über die JTL WMS verwalten, aber auch mit der JTL Wavi und dem Packtisch. Also mit beiden funktioniert es. Hast du noch weitere Fragen? Nee, das ist eigentlich das Hauptaugenmerk von uns gewesen, weil wir wirklich nur Ware haben bzw. Güter haben, die halt nur nach Seriennummern abgelegt werden können. Also das ist für uns die Priorität gewesen. Und deswegen auch du in dem Fall. Okay. Und das Weitere, was wir machen können, hier ist der Erdgeschoss. Wir machen später Videos von dem Nachschublager sozusagen. Ja. Wir setzen natürlich einen Lagerbereich bei JTL WMS an. Wir nennen den Bereich dann beispielsweise Kommissionierbereich. Ja. Und freut euch auf die nächsten Videos. Wir machen eine komplette Reihe zu JTL WMS. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali.